Hallo und willkommen in meiner Küche. Es ist zwar noch nicht Gurkenzeit, aber meine Vorräte sind alle und ich mache schlesische Gurkenhappen aus einfachen Schlangengurken. Also los geht's. Hier habe ich ungefähr 1 Kilogramm Schlangengurken, die ich halbiert habe und deren Spitzen ich bereits abgeschnitten hatte. Sie werden mit einem Sparschäler geschält und anschließend der Länge nach halbiert. Mit einem Löffel oder Melonenausstecher wird der wässrige Innenteil der Gurken herausgekratzt, in dem sich die Kerne befinden. Wenn euch das Video gefällt, abonniert doch bitte meinen Kanal und wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, findet ihr das Video später viel einfacher wieder. Danke! Anschließend schneidet man mundgerechte Stücke. Wie groß das ist, müsst ihr entscheiden. Die Stücke sollten nur möglichst einigermaßen gleich groß sein, damit sie gleichmäßig garen können. Aber macht daraus keine Wissenschaft. Für die Zubereitung des Sudes und vor allem um zu sehen, wie viel Sud ich vorzubereiten habe, habe ich hier ein Glas mit Gurken befüllt und wiege es. Ins Glas passen rund 150 Gramm Gurken. Insgesamt habe ich nach dem Schälen und Entkernen um die 600 Gramm Gurkenstücke. Das Glas wird mit Wasser befüllt und anschließend in ein Gefäß entleert. Bei 600 Gramm Gurken benötigt man also ungefähr 600 Gramm Gurkensud. Das Verhältnis von Wasser, Essig und Gurken kann man sich bei diesem Sud ganz einfach merken. 1:1:1. Also 1/3 Wasser, 1/3 Essig, 1/3 Zucker. Dazu kommen natürlich noch etwas Salz und Gewürze. Mir persönlich ist das aber viel zu viel Zucker, deswegen habe ich diesen Anteil reduziert und mehr Wasser, also 240 Gramm, 200 Gramm Essig und nur 135 Gramm Zucker in den Sud gegeben. Man darf natürlich nicht das Salz vergessen, ein guter Teelöffel oder 12 Gramm, um genau zu sein. Den Sud bringe ich anschließend zum Kochen. Die Gewürze gebe ich direkt in die Gläser, auf diese Art kann man sie gleichmäßiger verteilen. Die Gurken heißen Senfgurken, also kommen Senfkörner hinein und zwar 1 Teelöffel pro Glas. Des Weiteren pro Glas eine zerquetschte Wacholderbeere, eine Nelke, wobei man darauf achten sollte, dass sich auch noch die Kugel in der Nelke befindet, sowie einige Pfefferkörner. Man kann auch noch Piment dazugeben oder andere Gewürze, die man gerne mag. Eigentlich gehört auch noch Gurkendill dazu, das ist die ganze ausgewachsene Dillpflanze mit Blüten. Wir haben aber noch Frühjahr und Gurkendill gibt es noch nicht, also nehme ich etwas klein geschnittenen Dill, den ich immer in der Kühltruhe vorrätig habe. Pro Glas 1 Teelöffel, wobei jeder nach Geschmack dosieren kann. Die Gurkenstücke werden nun auf die Gewürze verteilt und dabei ein wenig heruntergedrückt. Der Sud kocht mittlerweile und wird, so heiß wie er ist, über die Gurken gegossen. Sollte der Sud die Gurken nicht ganz bedecken, gibt man noch etwas Wasser darauf. Anschließend werden die Gläser verschlossen. Die sauberen Gummis werden auf die Deckel gezogen, auf die Gläser gelegt und mit den Klemmen verschlossen. Ich habe keinen Einkochtopf, aber das macht nichts. Zum Einkochen verwende ich einen einfachen Topf mit einem möglichst großen Durchmesser. Damit die Gläser nicht direkt auf dem Boden des Topfes stehen, gebe ich diese Eisenplatte hinein. Man kann auch ein Geschirrtuch oder einen alten Topflappen nehmen. Die Gläser werden hineingesetzt, der Topf noch mit Wasser aufgefüllt, sodass die Gläser zur Hälfte bis 1/3 im Wasser stehen. Alles wird zum Kochen gebracht und ab diesem Zeitpunkt 20 Minuten simmern gelassen. Durch die Hitze verändern die Gurken ihre Farbe und daran kann man auch erkennen, dass alles auf dem richtigen Weg ist. Hier zeige ich die Gläser beim Anfang und am Ende der Kochzeit, damit ihr den Unterschied sehen könnt. Die Gläser werden aus dem Topf genommen und ich decke sie immer zu, damit sie langsam auskühlen können und sich ein Vakuum bilden kann. Dass sich ein Vakuum gebildet hat, ist entscheidend für die lange Haltbarkeit der Gurken. Deswegen muss das am nächsten Tag und am besten auch noch mal nach einer Woche überprüft werden. Man entfernt die Klammern und versucht, den Deckel abzuheben. Gelingt das nicht, ist alles gut.
Die Gurken sollten nun noch einige Tage im Glas durchziehen, damit sich die Aromen der Gewürze im Gemüse gut verteilen können. Dann steht einem Verzehr nichts mehr im Weg. Die Gurkenhappen passen sehr gut zu Salaten und einem zünftigen Abendbrot wie einer Wurst- und Schinkenplatte. Ich hoffe, ihr probiert sie einmal aus. Hier ist noch das Rezept. Schlesische Gurkenhappen. 1 Kilogramm Schlangengurken, das ergibt ca. 600 Gramm geschält und entkernt. 200 Gramm Wasser, bei mir 240 Gramm. 200 Gramm Essig, bei mir 200 Gramm. 200 Gramm Zucker, bei mir nur 135 Gramm. 4 Teelöffel Senfkörner, 4 Wacholderbeeren, 4 Nelken, 24 Pfefferkörner, 4 Teelöffel kleingeschnittener Dill. Viel Spaß beim Nachkochen und wie immer guten Appetit!